Chaosurlaub auf den Balearen, Tag 1. Im Moment kommen die Themen schneller, als ich sie erledigen kann. Wir haben ein schlagendes Geräusch, wenn wir einkuppeln. Wir machen ja jetzt heute Christophs Geburtstagsausflug. Chaosurlaub auf den Balearen, Tag 1. Gestern war ja das Thema mit den Motorfundamenten und wir haben versucht zurückzufahren, haben aber dann abgebrochen und sind jetzt in der Cala d'Entío diese Nacht geblieben. Das ist praktisch direkt bei Cabrera einmal um die Ecke rum und wie ihr seht, schöne große Felsen. Das ist Dragonera immer noch. Okay, also bei Dragonera um die Ecke rum. Wir haben jetzt hier eine recht rollige Nacht verbracht. Wir haben ja Hochsaison und das war echt schwierig, jetzt überhaupt einen Platz zu finden. Wir hatten es erst in 2 anderen Buchten versucht, da war alles voll. Jetzt sind wir hier auf ungefähr 15 Meter Tiefe. Das ist relativ viel Posidonia, aber wir haben dann im letzten Licht gerade noch einen Sandflecken ergattern können. Ja. Aber diese Bucht hier ist nicht sehr gut geschützt. Wir haben viele Reflexionswellen, das war dadurch ziemlich unruhig. Also es ist eine schöne Ankerbucht, wirklich. Gefällt mir sehr gut, aber halt rollig. Und hier ist gleich großer Zirkus. Diese Fische hier, ich weiß nicht, wie die heißen. Wer es weiß, schreibt sie bitte in die Kommentare rein. Die gibt es in jeder Bucht. Wir nennen die Makakfische. Warum, will ich jetzt nicht ausführen. Und die sind total wild auf alles, was ins Wasser kommt. Ich habe gerade Spülwasser ausgegossen, da sind die sofort zu Tausenden da. Wir haben ja das eine Motorproblem noch gar nicht ganz gelöst, nämlich das mit dem Wasser im Öl. Und jetzt haben wir ja das nächste Thema dazu mit diesen Fundamenten und dem ganzen Antrieb. Aber trotzdem müssen wir gucken, dass wir das eine Problem lösen. Und bevor wir jetzt weiterfahren, gucke ich mir natürlich das Motoröl nochmal an. Also der Ölspiegel steigt. Im Moment kommen die Themen schneller, als ich sie erledigen kann. Ja, ist eindeutig. Es ist eindeutig. Ich verstehe das nicht. Ja. Ich verstehe nicht, woher das Wasser kommt. Ich verstehe es echt nicht. Egal. Wir machen jetzt Urlaub, haben wir gesagt. Deine Entscheidung, musst du wissen. Ja, wir machen jetzt Urlaub. Sonst gibt es gar keinen Urlaub dieses Jahr. Ja. Gut. Es ist mir vollkommen ein Rätsel, wo das Wasser herkommen soll. Ich will nochmal versuchen, euch das zweite Thema, was uns gestern eingeholt hat, nochmal so ein bisschen nahe zu bringen. Wir haben ja hier das Amel Sail Drive, dann gibt es eine Wellenkupplung dazwischen mit einem Wellengenerator, dann kommt das Getriebe, dann kommt der Motor. Und dieses Gesamtsystem sitzt auf einem Rahmen, auf einem Stahlrahmen, und der Stahlrahmen wiederum hat Auflager, Vibrationsdämpfer zum Motorfundament hin. Und das ist die Verbindung, damit dieses ganze System fest ist. Wir haben ein schlagendes Geräusch, wenn wir einkuppeln. Das scheint hier von der Wellenkupplung zu kommen. Da sind Gummipuffer drin und die scheinen ausgeschlagen zu sein, sodass das hier einen harten Schlag gibt. Das heißt, die Wellenkupplung sitzt hinterm Getriebe und vor dem Sail Drive. Das ist für das Sail Drive nicht gut. Das heißt, da muss ich an das Sail Drive auch rangehen, wenn ich hier die Wellenkupplung mache. Damit ich das aber machen kann, muss ich den Motor von seinem Fundament lösen und nach hinten schieben. Und das zweite Thema ist ja, also das eine ist sozusagen Sail Drive Kopf und Wellengetriebe. Und das zweite ist, dass wir ja dieses Hoppeln haben des Motors. Und ich vermute, dass das von den
von diesen Vibrationsdämpfern kommen, auf dem der gesamte Rahmen sitzt. Und das sind diese Dinger hier. Da hinten ist noch einer, relativ schlecht zu sehen. Also wir haben hier das Sail Drive, das ist der Riemen von dem Wellengenerator, den habe ich mal abgenommen und weggebunden. Also wir haben hier das Sail Drive, da sitzt die Wellenkupplung, das ist die Riemenscheibe von dem Wellengenerator, dann kommt hier das Getriebe und daran schließt sich der Motor an. Und die gesamten 4 Elemente sitzen auf diesem grauen Stahlrahmen drauf. Und da hinten. Und darunter das Graue, das ist das Motorfundament. Und dazwischen sind diese Gummipuffer, diese Vibrationsdämpfer. Man sieht aber auch insgesamt, das ist ja insgesamt ein recht alter, recht trauriger Zustand, dass es vielleicht gar nicht verkehrt wäre, sich da mal, ich sag mal, grundlegende Gedanken drüber zu machen. Das kommt zum total blöden Zeitpunkt, aber ich kann es ja auch nicht ändern. Und ihr merkt ja auch, zu was das führt, dass wir eben immer wieder versuchen loszukommen und dann doch wieder dran scheitern. Also das wird, glaube ich, jetzt meine Urlaubsaufgabe sein, da mal grundlegend drüber nachzudenken, wie das hier weitergehen kann. Na, wie steuert sich's da drin? Ja, ich sehe ein bisschen schlecht. Ja, wegen dem Dingi vorne, ne? Nee, weil die Scheiben so dreckig sind. Ah. Wir erreichen bald Port Soja auf Mallorca und das ist vielleicht noch so 2 Meilen voraus. Die Fahrt heute, die war jetzt ja äußerlich relativ spektakulär. Also diese Küste hinter mir, die ist natürlich wirklich großartig. Nur wir kannten sie schon. Wir waren ja mit der Arriba letztes Jahr schon längere Zeit hier gewesen. Und ich bin die Küste ja nachts und tags auch schon ein paar Mal auf und ab gesegelt. Wir gehen jetzt Port Soja raus, weil wir uns eben kurzfristig entschlossen haben, noch nicht schnell nach Barcelona zurückzufahren, sondern ja ein bisschen zur Ruhe zu kommen, weil uns geht einfach viel zu viel gerade durch den Kopf. Auch wenn das für den einen oder anderen von euch vielleicht schwer verständlich ist, natürlich schon, wie kann die Reise weitergehen. Wir spielen gerade verschiedene Optionen durch. Von jetzt schon ins Winterlager gehen und arbeiten gehen, gibt ganz viele Optionen. Jedenfalls, wir denken mittlerweile über eine Motorrevision nach oder über einen Ersatz des Motors. Warum komme ich da jetzt eigentlich drauf? Weil sich heute Morgen herausgestellt hat, dass das, was ich die letzten Tage noch in Barcelona gemacht hatte und gehofft hatte, das Wasser im Ölproblem gelöst zu haben,
dass das Problem nicht gelöst hat. Wir haben wieder Wasser im Öl. Deswegen muss ich jetzt zumindest drüber nachdenken, die Zylinderkopfdichtung zu tauschen. Wenn ich das aber nur isoliert mache, ist es zwar eine schnelle Nummer, aber auch nur eine halbe Arbeit. Und wir denken eben jetzt mittlerweile tatsächlich über eine Überholung des Motors nach, weil wir ohnehin an die Motorfundamente ran müssen und an den Sail Drive und an die Wellenkupplung. Und dann wäre das Rausnehmen des Motors, wie soll ich Ihnen sagen, fast die logische Konsequenz, damit man dort Platz hat, um zu arbeiten. Und deswegen spielen wir eben viele Varianten durch. So, ihr erwartet uns, wir freuen uns drauf. Wir haben versucht, die Reise trotzdem so ein bisschen zu genießen und werden das auch versuchen, die nächsten Tage zu tun. Ich finde es jedenfalls wunderschön, dass wir hier auf den Balearen sein können im Sommer auf dem eigenen Boot. Auch wenn wir Herausforderungen mit uns herumschleppen, aber das ist eben Teil einer solchen Reise. Und mal sehen, wie es weitergeht. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt ist in Soyer. Da waren wir ja vor 2 Jahren von Ibiza rüber, um Freunde zu besuchen. Mal gucken, was sich da getan hat, ob sich da was getan hat. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir von Soyer dann zurückfahren nach Barcelona oder ob es irgendwas anderes wird. Es ist ja alles noch offen. Mal schauen. Aber jetzt erstmal ankommen, von der unruhigen Nacht erholen. War sehr laut und hat sehr stark geschaukelt hier heute Nacht. Habe auch immer noch leichte Kopfschmerzen und jetzt gucken wir mal ein bisschen erholen. Ein bisschen runterkommen und sortieren. Nach diesen sehr intensiven und emotionalen Tagen war es für uns Zeit, ein wenig Abstand vom Boot zu nehmen. Und wir haben uns einen Roller gemietet, um ein wenig die Insel zu erkunden. Wir machen ja jetzt heute Christophs Geburtstagsausflug. Wir sind natürlich ein bisschen die Berge hochgefahren. Wo man die Berge hochfährt,
Wir sind hier in der Spitzkehre und da fahren die Motorradfahrer auf und ab, damit die anderen schöne Insta-Fotos machen können von der Schräglage. Das hört man auch ein bisschen. Ich bin froh, dass wir heute mal einen Ausflug machen und ein bisschen was vom Landesinnere sehen. Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil die sind gerade so laut neben uns. Hier ist alles so laut. Das kennen wir nicht mehr. War immer so leise auf unserer kleinen Privatinsel. Im Norden Mallorcas befindet sich das imposante Tramuntana-Gebirge. Dort befindet sich auch der höchste Berg, der Puig Mayor. Und nicht weit davon befindet sich dieser Stausee, der Gorg Blau. Der Gorg Blau wurde um 1970 herum zusammen mit einem zweiten Stausee angelegt. Man wollte damit die Trinkwasserversorgung für Tourismus und steigende Inselbevölkerung sicherstellen. Dabei wurde eine wichtige arabische Kult- und Siedlungsstätte bereits aus dem 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung überflutet. Man hat hier unter anderem mehrere Steinsäulen gefunden, die auch am Ufer des Sees heute aufgestellt sind, und die Siedlung bestand aus schiffsförmigen Grundrissen und eben einer Kultstätte. Durch die Schaffung des Stausees und die Füllung mit dem Wasser ist diese heute nicht mehr zugänglich und auch nicht mehr sichtbar. Aus meiner Sicht zeigt das sehr gut die Prioritäten der 1960er Jahre, für den Tourismus ausreichend Wasser zur Verfügung zu stellen. Beide Stauseen zusammen haben nur eine Kapazität, die für 58 Sommertage auf der Insel ausreicht. Also nicht sehr viel Wasser, und wenn man sieht, wie weit der Stausee schon abgesunken ist, wird einem umso klarer, wie knapp Süßwasser auf dieser Insel ist. Der Ausflug mit dem Roller hat uns richtig gut getan. Dieser Tag weg vom Boot war wirklich erholsam und wir konnten unheimlich viel Kraft sammeln. Bis auf die Stauseen hatten wir tatsächlich kein Ziel. Wir sind durch die Berge gefahren, wir haben diese atemberaubende Kulisse des Nordens Mallorcas genossen. Später am Tag sind wir dann tatsächlich noch fast bis nach Palma gefahren, da Christoph neue Flossen brauchte, um weiterhin zu tauchen. Als wir dann zurück waren, waren wir tatsächlich erledigt, aber sehr glücklich und auch sehr zufrieden mit dem Tag.